Hallo aus Brandenburg, schön, dass ihr uns begleitet. Die nächsten Tage über sind wir im Spreewald. Das liegt etwa 100 Kilometer südlich von Berlin, fast an der polnischen Grenze. Das ist das Biosphärenreservat Spreewald. Unser Standort ist die kleine Stadt Lübben, eine nette Stadt mit schön restauriertem Stadtzentrum. Jo, und eine Kahnfahrt haben wir dann auch gleich gemacht. Da geht's über die Kanäle und durch die Fließe von Lübben. Im Spreewald teilt sich ja die Spree auf in eine weite Verästelung von Kanälen und kleinen Fließen. Das sind fast 1500 Kilometer Wasserwege, die man hier findet. Dazwischen Wälder, Wiesen und Äcker. Und ein paar Orte gibt es natürlich auch. Hier hat der Biber dran genagt. Das gehört jetzt zur Stadt Lübben. Hier kann man Paddelboote mieten. An manchen der Brücken muss man schon den Kopf anziehen. Hier geht's dann durch den Hafen mit Restaurants und vorbei am Schloss von Lübben. Wir sind jetzt hier in Lehde, ganz in der Nähe von Lübbenau. Lehde ist ein sogenanntes Inseldorf, es hat so etwa 150 Einwohner. Das Dorf besteht aus Kaupen, das sind kleine Sandinseln, da stehen die Häuser drauf und sie sind verbunden über Kanäle. Das heißt, Lehde ist eigentlich nur über den Wasserweg zu erreichen. Jedenfalls war das so bis vor knapp 100 Jahren, inzwischen geht es auch per Auto und per Fahrrad und zu Fuß. Der Höhepunkt eigentlich ist das Freilichtmuseum, das es hier gibt. Das ist eines der ältesten in Brandenburg. Das ist die Slawenburg Radusch. Das ist natürlich kein Original, das ist eine Rekonstruktion. Aus dem frühen Mittelalter ist diese Burganlage nachgebaut. In der Stadt Burg gibt es den alten Spreewaldbahnhof. Den Bahnhof hat man zu einem Museum umgebaut. Hier stehen jede Menge alte Waggons. Und im Innern gibt es ein Restaurant. Dort bringt die Modelleisenbahn die Getränke. Dazu gibt es übrigens einen eigenen kleinen Film von mir auf diesem Kanal. Schaut mal bitte in meine Playlist vom Spreewald. Und gleich nebenan gibt es ein Museum, das zeigt eine Ladenstraße um die Jahrhundertwende.
Das eigentliche Zentrum vom Spreewald ist die Stadt Lübbenau. Deren Mittelpunkt ist eigentlich der große Hafen. Hier gibt es jede Menge Stände, wo man Gurken kaufen kann. Und von hier aus starten die Kahnfahrten in den Spreewald. Das ist jetzt Luckau, eine Stadt nahe Lübbenau mit sehr schön restauriertem Stadtzentrum. Heute sind wir in Dissen, das liegt schon fast in der Nähe von Cottbus. Schleppzig, das ist auch so ein netter kleiner Ort. Hier sind wir zum Kaffeetrinken in der alten Brennerei. Das Ganze ist hier auch von einem Fließsystem durchzogen und hier kann man mal zusehen, wie per Hand ein Paddelboot geschleust wird. Heute steht für uns eigentlich das Highlight auf dem Programm, die Kahnfahrt in das Biosphärenreservat Spreewald in den Hochwald hinein. Wir nehmen die 3-Schleusenfahrt, die dauert etwa 5 Stunden. Zwischendurch gibt es ein paar Spreewälder Gurken zu kaufen. Es geht durch den Ort Lede, diesmal eben durch die Kanäle. Und dann werden im Hochwaldgebiet die Kanäle oder die Fließe immer schmaler und die Bäume immer höher. Und dann kommen wir in der Wotschowska an. Das ist diese legendäre und einsam gelegene Gaststätte mitten im Spreewald. Hier kommt man wirklich nur mit dem Kanu oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß hin, jedenfalls nicht mehr mit dem Auto. Die Kahnfahrt geht weiter. Hinter uns steht ja ein Fährmann, der mit einer Stange das Boot weiterschiebt. Der erstarkt das. Und jetzt geht es gleich durch die Schleusen. Zum Abschluss geht es dann nochmal durch Lede und zurück in den Hafen von Lübbenau.
der letzte Tag. Wir sind in Cottbus. In diesem wunderschön restaurierten Stadtzentrum treffen wir auch den Cottbuser Postboten. Am Rathaus sind Medaillen in den Boden eingelassen. Sie erinnern an die Olympiamedaillengewinner, die aus Cottbus stammen. Schloss Branitz ist eigentlich das Highlight in Cottbus. Hier hat Fürst Pückler gewohnt. Fürst Pückler werdet ihr wahrscheinlich kennen von dem Pückler-Eis. Das hat er nicht erfunden, sondern sein Koch, aber nach ihm benannt. Fürst Pückler ist Landschaftsgestalter gewesen und er ist Weltreisender gewesen. In diesem Schloss hatte er gelebt. Hier hat er sogar mal Kaiserin Augusta empfangen. Die Räume sind eingerichtet. In dem von ihm gestalteten riesigen Park gibt es eine Pyramide. In dieser Pyramide sind er und seine Frau drin begraben. Er ist ein etwas seltsamer Mensch gewesen. Das war's dann aus dem Spreewald. In diesem Sinn, tschüss.